Hallo ihr Lieben, für den Siebdruck möchte ich dieses Sieb beschichten, damit ich ein neues Motiv von mir drauf belichten kann und es am Ende ungefähr so aussieht. Let's go! Ich werde mir als erstes eine kleine Dunkelkammer bauen mit Tape und schwarzer Pappe. Das Ganze mache ich in meinem Badezimmer, weil das ist schön klein, da sind die Lichteinflüsse nicht so groß. Und Licht ist wie Wasser, es will überall durch. Deswegen gebe ich mir hier einigermaßen viel Mühe, dass auf keinen Fall Sonnenlicht oder Tageslicht oder künstliches Licht da irgendwie ins Bad kommt. Ja, und damit auch wirklich alles tipptopp ist, mache ich noch so eine schwarze Mülltüte da drüber. Dann bin ich safe. Zugegeben, es sieht alles ein bisschen creepy aus. Damit ich trotzdem noch was sehen kann, habe ich hier an der Decke Gelblicht installiert. Das ist okay. In der Ecke aber nicht, deswegen muss ich mir eine kleine Merkhilfe schreiben, damit ich auf keinen Fall diesen Schalter aus Versehen betätige. So, die Vorbereitungen sind abgeschlossen und jetzt kann es mit dem Beschichten losgehen. Das hier ist lichtempfindliche Fotoemulsion. Die rühre ich noch etwas um, weil die stand eine Weile rum. Und jetzt kommt mein entfettetes Sieb zum Einsatz. Dazu schütte ich die Emulsion in die Beschichtungsrinne, ungefähr zur Hälfte voll. Nicht vergessen, das alles findet unter Gelblicht statt. Jetzt kommt der spannende Teil. Bläschen ausstechen. Ja, da sind immer Bläschen drin. Ich weiß auch gar nicht, ob das hilft. Okay, der Blutdruck geht jetzt hoch. Mit der scharfen Seite der Rinne lasse ich die Emulsion ans Sieb ranlaufen und dann in einem Zug relativ zügig, aber auch nicht zu schnell, mit Druck das Ganze nach oben ziehen. Das Ganze mache ich jetzt nochmal von der Innenseite, von der sogenannten Rakelseite. Das ist dann eine 1:1 Beschichtung. Alles in einem Schwung nach oben, auf keinen Fall zwischendurch anhalten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ich würde sagen, ich bin fertig. RIP. Ja, irgendwas geht immer schief. An den Rändern verbleibt oft zu viel Emulsion, aber die kann ich echt ganz wunderbar mit diesem Küchenschaber abtragen. Das mache ich dann an allen Seiten, auch auf der Innenseite, da ansonsten diese Bereiche später wirklich schlecht trocknen würden. Das Sieb werde ich jetzt mit diesen coolen Klemmen mit der Druckseite nach unten trocknen lassen. Der Vorteil dieser Klemmen ist auch, dass man mehrere Siebe easy übereinander stapeln kann. So kann die Luft besser zirkulieren. Ich habe das früher mit Holzleisten gemacht. Also das geht auch. Also was heißt früher, ist noch gar nicht so lange her. Aber diese Klemmen sind einfach mega praktisch. Ich bin voll der Fan. Die übrig gebliebene Emulsion in der Rinne, die mache ich einfach wieder zurück ins Töpfchen. Mit diesem Schaber geht das ganz gut. Den Step zeige ich jetzt nicht, aber die Rinne sollte man so schnell wie möglich gut auswaschen, damit das Zeug nicht eintrocknet. Mit Beschichten bin ich heute fertig. Um das Sieb zu trocknen, brauche ich eine hohe Temperatur und eine niedrige Luftfeuchtigkeit. Da hilft mir der Heizlüfter. Und während das Sieb trocknet, baue ich jetzt schon mal meine Belichtungsstation auf. Ja, ich benutze hier immer so Found Footage, was ich so finde in meiner Wohnung. Und die Gewichte hier sind ganz gut als Gegengewicht. Jetzt kommt das Wichtigste, die Belichtungslampe. In meinem Fall ist das eine 10 Watt UV-Lampe. Und da die ohne Halterung kam, muss ich mir das irgendwie selber mit meinem Ringlicht zusammenbasteln. Das ist ein Kopierkissen aus Schaumstoff. Da lege ich dann später das Sieb drauf. Damit vermeidet man auch Unterlicht.
Jetzt stelle ich noch den richtigen Abstand vom Licht zum Sieb ein. In meinem Fall sind das ungefähr 60 cm. Und jetzt wird es Zeit, mein Design auf Folien auszudrucken. Das habe ich ja alles schon in Illustrator angelegt, für jede Farbe eine Folie. Und die drucke ich in tiefschwarz aus. Die schwarzen Bereiche blocken nämlich später das UV-Licht. Das heißt, an der Stelle kann die Emulsion nicht aushärten und man kann sie mit Wasser auswaschen. Ich benutze übrigens einen Tintenstrahldrucker, um das Design auf diese transparenten Folien zu drucken. Das Schwarz sollte so deckend wie möglich sein. So, ich habe mal eben geschaut und das Sieb ist staubtrocken. Die Folien mit den Motiven klebe ich jetzt kopfüber auf die Druckseite vom Sieb und ich befestige die mit Tesafilm an den Ecken. Noch eine Anmerkung zur Trocknung. Also das Sieb muss wirklich durchgetrocknet sein. Ich lasse es meistens so 2 Stunden zwischen 35 und 40 Grad im Bad trocknen mit dem Heizlüfter und bei einer Luftfeuchtigkeit zwischen 30 und 40%. Ist die Emulsion nämlich nicht richtig trocken, bekommst du auf jeden Fall Probleme beim Belichten später. Und zum Belichten kommen wir jetzt. Wenn ihr euch über die Lichtquellen wundert, das sind auch alles Gelblichter hier. Jetzt kommt diese Glasplatte zum Einsatz. Die lege ich einfach auf das Ganze drauf und drückt es so ein bisschen platt, bildet auch ein gutes Gegengewicht zu dem Schaumkissen unter dem Sieb. Ich stelle den Timer, mache das UV-Licht an. Ja, und jetzt abwarten. Zwischendurch noch so eine kleine Fotosession. Aber darauf achten, da nicht so direkt ins UV-Licht zu gucken. Das ist, glaube ich, nicht so gesund. Der Timer ist ab, Glasplatte runter und wieder zurück ins Bad. Jetzt beginnt der wirklich spannende Teil und ich werde sehen, ob das Belichten auch wirklich gut geklappt hat. Dazu werde ich das Sieb auswaschen, aber zuerst müssen die Folien runter. Ich wasche hauptsächlich über die Druckseite aus. Dazu benutze ich einen weichen Wasserstrahl. Wie man sieht, kommt das Motiv immer mehr zum Vorschein. Und durch diese Stellen kann dann später auch die Farbe durch. Die Bereiche sind durchlässig. Der Rest, also das Blaue, das ist die ausgehärtete Emulsion. Und da kommt dann natürlich keine Farbe durch. Nochmal ein kurzer Check ins Gegenlicht, ob alles auch wirklich gut ausgewaschen ist. Tata, und hier ist das fertig belichtete Sieb. Das darf jetzt auch wieder ins Tageslicht. Und wie ich mit diesem Sieb dann auch wirklich drucke, das zeige ich vielleicht in einem anderen Video. Ciao! So gelbes Licht. Noch eine kleine Anmerkung. Ich mache Siebdruck noch nicht so lange. Ich mache das alles hier zu Hause in meinem Do-it-yourself-Setting. Amateurhaft, würde ich sagen. Und wenn ihr Pro-Tipps haben wollt, geht einfach zu den Leuten, die wirklich Pros sind. Das war mir nochmal wichtig zu sagen. Ich glaube, ich habe gerade den Stuhl gehauen. Und falls ihr irgendwie Anregungen, Tipps und Tricks für mich habt, leave a comment. Guckt da jemand, was ich hier mache? Bis dann. Macht's gut. Cheers und Peace. Tschüss. Okay. Noch eine Sache zur Siebbelichtung. Was ich im Video nicht gezeigt habe, was ich aber immer mache, ist, dass ich nach dem Belichten und Auswaschen das Sieb trocknen lasse und dann ungefähr noch 3-mal so lange nachbelichte. Also 3-mal die Zeit wie ursprünglich. Dadurch soll das Sieb wohl stabiler werden. Man kann damit besser drucken, was die Wasserresistenz betrifft. Und es lässt sich wohl auch besser entschichten. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Das war, glaube ich, mein erstes hochgeladenes Video bei YouTube. Ich wollte jetzt irgendwas Schlaues sagen, irgendwas Tolles sagen, aber mir fällt nichts ein und deswegen Tschakka.